Hallo Leute, wir sind heute in Kaiserslautern im Konrad, dem Fahrradladen, hier vorne in unserer Riese Müller Erlebnisstore-Ecke. Ich bin der Lucien und das ist der Tobias. Hi. Und heute zeigen wir euch einen Vergleich Nevo 3 versus Nevo 4 GT. Also auf den ganz schnellen Blick könnte man vielleicht meinen, wir hätten die gleichen Räder in der Hand. Aber ihr habt es ja in der Anmoderation schon gehört, es sind tatsächlich unterschiedliche Räder. Und die Unterschiede sind dann doch relativ erheblich. Also das Nevo 4, gerade ganz frisch auf den Markt gekommen von Riese Müller, kommt dann doch mit ein paar Neuerungen, die wir jetzt gleich mal so ein bisschen Stück für Stück vielleicht am Rad durchgehen. Ja, wir haben jetzt viele Fragen schon bekommen im Laden, auch online. Was ist eigentlich der Unterschied? Das Nevo, muss man dazu sagen, in der 4. Generation ist ein bisschen vorgezogen worden. Das sollte eigentlich erst im März kommen. Riese Müller kriegt es halt hin, immer ordentlich zu liefern und dieses Jahr halt dann auch Ende Januar, Anfang Februar. Wir drehen jetzt Anfang Februar, haben die Räder jetzt schon in allen Versionen und Farben. Und viel Unterschied oder viel hat sich jetzt nicht getan. Also klar, wir sind jetzt bei Best 3, also dem Bosch E-Bike System 3 angekommen, aber die anderen Änderungen sind meist Detailverbesserungen oder Veränderungen, sagen wir es mal so. Ja, vielleicht gehen wir einfach mal so ein bisschen Stück für Stück durch. Also vielleicht gleich vorneweg. Viele werden sich jetzt fragen, okay, ich habe mir das Nevo 3 gekauft vor ein paar Monaten, habe ich jetzt ein veraltetes Rad? Definitiv nicht. Bosch E-Bike System 3 bedeutet ja erstmal, dass sich die Display- und Akkustandards geändert haben. Der Motor ist der gleiche. Also, das ist 85 Newtonmeter Bosch Performance CX verbaut in beiden Modellen. Was sich halt wirklich geändert hat, ist nur so ein bisschen alles an der Peripherie, sage ich mal. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da sind die Geschmäcker verschieden, was denn besser ist. Vielleicht fangen wir mal bei mir an. Sollen wir mit dem Display anfangen? Ja, fangen wir mal mit dem Display an. Komm, dann stellen wir sie nebeneinander, dann kann man es ein bisschen besser vergleichen. Da fällt nämlich direkt der Unterschied ziemlich stark ins Gewicht. Wenn ihr da bei mir mal guckt, da habt ihr das Farbdisplay, das Bosch Neon, was wir halt vom alten System noch kennen. Richtig fortschrittlicher Fitnesscomputer, lässt sich halt individuell einstellen. Hier können wir noch die Karten runterladen und können dann auch komplett autark navigieren, also ohne dass ich das Handy jetzt irgendwie dazu brauche. Ist halt ein vollwertiges Navi noch mit drin. Und ja, so ein bisschen das Beste vom Besten, was du eigentlich direkt mit dem E-Bike verbaut bekommst. Und wenn wir dann zu dir rüber wandern. Gut, da ist halt jetzt, ist jetzt spektakulär los, es ist einfach nur das Intovia in der neuen Version. Praktisch ist halt, die meisten werden es kennen, simpel aufgebaut. Ich habe halt hier die Modis, wo ich hier so treppenmäßig hochgehe, Prozentanzeige groß, Licht, die Fahrzeit und dann kann ich da so ein bisschen durchskippen halt, was ich da so habe, Reichweite, Geschwindigkeit, aber es ist halt, das war's halt. Gesamtstrecke, ich habe jetzt nicht irgendwie Temperaturanzeige oder Trittfrequenz, es ist halt einfach ein bisschen feiner geworden. Hier die Ränder, die dick so waren, sind weg. Ich kann es halt hier rausnehmen, ist per Bluetooth, das heißt, ich sehe dann trotzdem noch die Infos, aber es ist ein einfaches Display, fertig. Ne? Und da ist das Neon halt natürlich deutlich besser. Klar, wir haben bei dem Bosch-System, bei dem neuen, das Kiox 300 noch, aber das ist es dann auch gewesen. Also es gibt dann noch das Smartphone Grip, wo ich mein Handy induktiv laden kann und habe dann noch die Möglichkeit, dass ich auf einem großen Smartphone-Display halt zugreifen kann und die Features halt habe mit der Bosch-App, dass ich dann mit meinem Handy mich navigieren lasse oder Fitnessdaten sehe. Aber das war es dann auch schon. Und wer nicht warten kann auf nächstes Jahr, dass neue Displays kommen und der jetzt direkt loslegen will mit einem autarken Display, was Standalone GPS im Gerät hat, kommt man halt an dem Neon momentan nicht dran vorbei. Ne? Genau, also es ist halt echt noch ein großes Argument für das vermeintlich alte Nevo 3. Hier haben wir halt wirklich ein richtig gutes Display. Und beim E-Bike System 3, also wir warten noch auf eine Ankündigung. Also es kann noch ein bisschen dauern, bis wir hier was Vergleichbares bekommen. Ja, also da sagt man mal, hier hat das Nevo 3 die Nase quasi vorn. Zweiter Punkt ist vielleicht hier der Akku, das ist ja die größte Erneuerung oder Verbesserung. Wir haben hier einen 625, also auch den großen Akku schon, weil das gibt es ja auch mit dem 500er Akku. Und hier haben wir den 750er, den neuen. Ist halt für
in dem Modell jetzt echt gut, weil das ist ein großer Rahmen, 56. Die meisten Leute, die hier auf dieses Rad drauf schwingen, sind eher Leute, die 1,80 bis 2 Meter sind. Die sind in der Regel halt auch eher bei den 100 Kilo aufwärts. Wenn ich jetzt hier so einen mittleren Rahmen habe, ob ich da jetzt mehr wie 500, 600 brauche, weiß ich nicht. Also da sind die Leute halt im Bereich von 60 bis 90 Kilo oder 80. Also mit 500 Wattstunden Akku kommen so Leute wie wir zwei locker 70 Kilometer. Locker, ja. Also da muss man sich immer so ein bisschen hinterfragen, was ich brauche. Weil klar ist das hier, das Nevo 4 wird ein bisschen schwerer. Ne? Also das hat dann schon mal nochmal ein Dreiviertel Kilo mehr. Ne? Aber wir haben es natürlich verstanden, wir sind in Deutschland lieber ein bisschen mehr PS, lieber ein bisschen mehr Wattstunden beim E-Bike. Wir haben das Nevo 4 tatsächlich durch die Bank weg erstmal mit 750 Wattstunden bestellt. Geht natürlich auch weniger, das ist jetzt kein Problem, aber wir haben gesagt, das ist eigentlich die zentrale Neuerung. Also wenn ihr bei uns ein Nevo 4 stehen seht, könnt ihr euch eigentlich schon fast sicher sein, dass da 750 Wattstunden dann auch drin verbaut sind. Außer in dem kleinsten Rahmen, kann nur 6, also was heißt nur, der hat die Möglichkeit 625 Wattstunden, wo vorher 500 Wattstunden das Maximum war. Haben wir dann halt so ausgestattet, ja. Die Sache ist halt, klar, die meisten Leute wollen nicht mit 20% Restakku nach Hause kommen, sondern da muss eher 40% sein, damit man sich dann noch ein bisschen sicherer fühlt. Ne? Oder, wenn man mal im Urlaub ist, dass man wirklich nicht eingeschränkt ist und keine Kompromisse machen muss bei der Tour. Genau. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf den Rahmen drauf gucken, da hat sich so wahnsinnig viel nicht geändert. Also bei dir ist jetzt ja ein Wahnsinns-Torpedo im Unterrohr, also der 750 Wattstunden, der ist ja schon lang. Können ja mal rausholen und mal zeigen, das ist ein Riesengeschoss. Ne? Das ist ja. Und dafür ist es echt top integriert. Also ich habe es schon mal gemacht, ne? Wie das vor einem anderen Jahr, wie das erste Rad vor einem Jahr bei uns reinkam im Best 3-System im 750er, das war das Multicharger damals. Das ist schon ein heftiges Ding. Also das leuchtet dann hier auch türkis anstelle gelb. Ne? Das ist noch so ein Unterschied. Ansonsten ist das Ding einfach so ein Stück länger, fertig. Wie der 500er halt oder 400er Standard war, hat sich zum 400er, zum 500er nichts geändert. Da haben sie das mit den Zellen gut hingekriegt, auch vom Gewicht her nicht. Beim 500er wurde einfach ein Stück verlängert auf den 625 und hier ist es genau das gleiche Spiel, von 625 auf 750. Das Ding wird einfach immer länger und schwerer dann quasi. Genau, da ist auch echt so ein bisschen die Frage, wo geht die Reise hin? Weil das Gewicht, das man mehr mitschleppt, muss dann natürlich auch mehr bewegt werden. Ne? Gut, ansonsten, wenn wir gerade bei deinem Rad sind, was fällt noch auf dem Kenner des Nevos? Die Profis unter euch, die alles schon durchgeguckt und gelesen haben, die Farbe. Wir haben eine neue Farbe, wie heißt sie eigentlich? Ja, ich glaube, das ist das Coal Matt, bin mir aber auch ehrlich gesagt nicht sicher. Ich finde, es ist ein Anthrazit Matt. Das ist eine komplett neue Farbe, haben wir so noch nicht gehabt, zumindest nicht am Nevo. Das ist ähnlich zu dem Load, ne? Aber ich glaube, es heißt tatsächlich nicht dieses Coal irgendwas, es ist irgendwas Dark Grey Matt. Liefern wir euch nach. Aber ist im Prinzip fast das Gleiche. Also es ist ein dunkles Grau, matt Anthrazit. Und vorher, hier haben wir jetzt so ein... Ja, das Lunar Grey Metallic war ja vorher quasi die dunkle Variante vom Nevo. Ist vom Farbton vielleicht vergleichbar, aber ihr seht es natürlich direkt, das glänzt, wo das andere matt ist. Da ist so ein bisschen Geschmackssache, was einem besser gefällt. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, da sehe ich das Nevo 4 vorne, das mit dem Matt ist halt schon super schick. Ne? Ja, die anderen Änderungen sind wirklich überschaubar, weil es ist halt vom Preis natürlich, oder haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Ne? Also was sich wirklich geändert hat, ist tatsächlich, dass es keine Heavy-Duty-Modelle mehr gibt. Ja, wir haben ja normalerweise 140 Kilo Systemgewicht und mit einem Upgrade konnte man halt die auf Heavy-Duty konfigurieren. Das waren dann die Supermoto X-Reifen, die glatten, also die glatteren Reifen, sage ich mal. Die haben dann 160 Kilo Systemgewicht gehabt und das haben die jetzt alle. Genau. Aber gut, bei uns war es Wurst, weil wir haben es immer als Heavy Duty konfiguriert, was möglich war. So, und der Unterschied ist halt, dass das jetzt immer ist, auch bei den mit stolligen Reifen, was ja vorher ein bisschen schwierig war, ne, teilweise. Da mussten wir dann umbauen. Ne? Ja, da mussten wir es umbauen, weil die es nur mit 140 gab. Die Heavy Duty waren nur bei den Supermoto X-Reifen, bei den glatten. Beziehungsweise, ja, wir konnten es auch umbauen, weil es ja eigentlich nur die Pedale, der Vorbau und die Bereifung ist. Ja, ansonsten, was natürlich ein kleiner Unterschied ist, ist der Preis. Neues System, größerer Akku.
Wir können jetzt gar nicht so direkt vergleichen, weil ihr seht es natürlich gleich. Ich habe hier die Kettenschaltung, dann haben wir die Enviolo verbaut. Das heißt, da haben wir sowieso einen kleinen Preissprung. Da wären wir wahrscheinlich so bei 350 € von Kette auf Enviolo. Ja, ihr könnt das halt so sehen. Enviolo kostet gut 300 € mehr. Wenn es dann noch GT ist, nochmal 350 €. Wir haben ja jetzt hier beides GT-Version. Einmal in der Touring, einmal in der Vario-Ausstattung. Der Preisunterschied ist, wenn man Gleichem mit Gleichem vergleichen, das heißt, wenn das jetzt Vario wäre, GT und hier Vario GT, wären wir so bei 300, 400 €, wo allein nur durch den Akku teurer wird. Das heißt, ihr könnt momentan bei dem Nevo 3 GT oder Nevo 3 ohne GT echt noch ein Schnäppchen machen, weil 400 €, dann gibt es manche Händler, die euch dann nochmal, oder bei uns wird es auch ein bisschen günstiger geben. Das heißt, das kann man schon so sagen, dass das halt, ja, 500 € ist bestimmt mal drin oder 600 €, was es Unterschied macht zu dem neueren Modell. Und wenn man sagt, komm, hey, ich wiege unter 100 Kilo oder unter 110 und bin auch noch ein bisschen aktiv beim Fahrradfahren, dann ist es vielleicht eine Option für euch, dass ein 625er Akku auch reicht. Ne? Genau. Weil kann man mit viel Geld sparen momentan. Und wie gesagt, geteilte Meinung, inwiefern halt das neue System Vorteile bringt, die auch wirklich sich auswirken. Gerade mit so einem Neon, da haben wir schon noch so ein paar Argumente für die E-Bike-System Generation 2. Ja. Ja, mehr gibt es eigentlich fast nicht zu sagen. Also die Räder bleiben natürlich in ihrer Seele gleich, also auch von der Optik. Klar, neue Farbe und so, aber der Motor ein bisschen weiter gedreht, das Unterrohr ein bisschen länger, aber ansonsten haben wir wirklich die ganz klassische, coole Nevo-Optik, die ja auch sehr, sehr beliebt ist. Ja, da tut sich gar nicht mal so viel. Ja, also die sportliche DNA von diesem Universalgenie, sag ich mal, diesem Allrounder bleibt gleich halt, wegen diesem Kettenstrebe ist trotzdem noch hier schön oben. Es fährt sich noch immer Bombe durch alles, ne? Kannst du halt damit durchgleiten, mit 50, 60 km/h flattert nichts. Ist halt einfach noch immer das stabilste Tiefeinsteiger-E-Bike, was es so auf dem Markt gibt. Genau. Uns würde natürlich interessieren, es gibt nämlich noch die Möglichkeit, Nevo 3 ein bisschen nachzubestellen, ob das 3er für euch noch interessant ist oder ob ihr sagt, nee, lieber gleich das 4er, E-Bike System 3 mit allen Vor- und Nachteilen. Das wäre was, das könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht. Was ich halt mitgekriegt habe, dass es schon so ein paar Leute gibt, die noch schnell gucken, oh, dass ich noch einen Dreier kriege. Nicht nur wegen der Preisersparnis, weil weil die das Lunar Grey halt haben wollen, ne? Die Farbe halt, die wollen nicht, weil es wird das nicht mehr geben. Das heißt, das ist jetzt noch die letzte Chance, so eins in der Farbe zu kriegen. Und halt zu der Preisersparnis, die man halt dann noch sich jetzt noch wahrnehmen kann, ist halt Leute, die einen Rohloff haben wollen. Das ist halt ein kleiner Kundenkreis. Die werden jetzt auch nur noch mit dem Dreier irgendwie ihr Wunschrad bekommen. Jo, damit sind wir, glaube ich, durch. Ja, haben, glaube ich, die wichtigsten Punkte durchgesprochen. Sonst bleibt alles gleich. Es hat wirklich nur hier und da ein bisschen Kosmetik. Ansonsten ist es halt das gleiche Rad, kann man sagen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.